52 Millionen Euro. Hat jemand das überhaupt bemerkt? 1000 Jahre lang war das Heiligengeistfeld eine Freifläche, die für alles Mögliche genutzt wurde, vor allem Viehweiden. In jüngerer Zeit wurde die 150.000 Quadratmeter große Fläche aufgrund ihrer zentralen Lage jedoch zunehmend für öffentliche Veranstaltungen genutzt. Bis ins 21. Jahrhundert hinein veranlasste der Ad-hoc-Charakter dieser Veranstaltung die Stadtplaner zum Handeln. Finanzsenator Andreas Dressel stellte fest, eine Metropole wie Hamburg mit 2 Millionen Einwohnern braucht einen modernen, multifunktionalen öffentlichen Veranstaltungsraum. Diese Erkenntnis gab den Anstoß zu einer außergewöhnlichen Sanierungsinitiative. Das Projekt war besonders komplex, da die Umgestaltung zwischen oder parallel zu den bestehenden Veranstaltungen stattfinden musste. Da für die Arbeiten nur 14 Kalenderwochen zur Verfügung standen, musste das Projekt über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren ab 2012 in Etappen durchgeführt werden. Da ich neugierig bin, habe ich mich mit dem Projektleiter Frank Ariens in Verbindung gesetzt und ihn gebeten, einige Aspekte der Modernisierung zu erläutern. Bleibt aber bis zum Ende des Videos dabei, denn ich habe eine besondere Montage zusammengestellt, deren Dreh Jahre gedauert hat. Ja, sehr gerne. Die Farben signalisieren eigentlich die jeweilige Funktion der gepflasterten Fläche. Wir haben hier 3 Arten von Pflasterflächen. Das eine sind rote Pflasterwege. Da sind 4 Rettungswege vorgesehen, die nur zur Infrastrukturerschließung der Veranstaltungsfläche, sprich für Feuerwehr, Rettungswagen, Polizei und für die Schausteller selber. Dann haben wir die hellgrauen Flächen. Das sind sozusagen die Flächen, die für die eigentlichen Schausteller und die Karussells und die Wagen dann dementsprechend vorgesehen sind. Und die anthrazitfarbene dunkle Fläche signalisiert den eigentlichen umlaufenden Weg der Besucherströme. Des Weiteren haben wir hier dann noch eine Schotterfläche. Die ist für Zirkusveranstaltungen vorgesehen. Der Zirkus benötigt Erdnägel, um seine Zelte zu befestigen und kann deshalb keine Pflasterflächen gebrauchen, sondern braucht diese Grandflächen. Die Entwässerung gliedert sich in 2 Bereiche. Wir haben einmal die Oberflächenentwässerung, das heißt, dass bei Regen die Straßen und Platzflächen dann die Oberfläche entwässert werden. Da ist hier ein umfangreiches Regenwassersystem erneuert worden und wir haben auch an etlichen Stellen Wassereinlaufstellen für die Schausteller. Hier während der Domveranstaltung bis zu 3.500 Mitarbeiter, die hier sozusagen während der gesamten Veranstaltung hier dann auch wohnen. Und dementsprechend um die 250 Fahrgeschäfte. Und die müssen natürlich auch ihre Schmutzwasserentwässerung durchführen können. Und das erfolgt in speziellen Sammelbehältern für das Abwasser. Das Trinkwassernetz ist ein umlaufendes Ringnetz, was an über 50 Stellen mit Feuerwehrhydranten dann zugänglich ist für sogenannte Wasserboxen. An diese Wasserboxen können sich dann die jeweiligen Schausteller dann mit mobilen Gummikabeln dann anschließen. Die Elektroinfrastruktur ist so konzipiert, dass es hier eine umfassende Energiezentrale gibt, die mittelspannungsseitig, also mit 10.000 Volt, dann 21 Travostationen versorgt. Diese 21 Travostationen transformieren dann die Spannung von 10.000 Volt auf 400 Volt herunter und verteilen und versorgen damit 75 Unterflurschächte. Diese Unterflurschächte
werden dann mobile Baustromverteiler angeschlossen, die auch über eine eigene Zähleinrichtung verfügen. Und an diese Baustromverteiler schließen sich dann die Schausteller an. Zurück im Studio habe ich am Ende meiner Videos normalerweise noch ein paar extra Informationen. Klar ist aber, dass Hamburg jetzt einen erstklassigen öffentlichen Veranstaltungsraum hat, so dass ich eigentlich nur sagen kann, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert bitte den Kanal, um weitere solche Videos zu ermöglichen.